Platz 1 in der Bundesliga. 7 Punkte Vorsprung, 13 ungeschlagene Spiele. Am Samstag völlig nutzlos. Das Revierderby interessiert sich nicht für Zahlen. Hier geht es einzig und allein ums Gewinnen. Und damit herzlich willkommen zum Feiertagsmagazin. Heute ein ganz besonderes, dazu später mehr. Ich bin mal wieder am Start, weil Nobby immer noch verhindert ist mit seiner Kniegeschichte. An dieser Stelle liebe Grüße an dich, Nobby, wird schnell gesund. Ich kann euch aber versichern, ihr werdet in der Sendung noch von ihm hören. Jetzt schalten wir aber wieder hoch in den Derby-Modus und wir haben genau den richtigen Gast dafür. Was eine Saison bisher. Mit euch im Rücken, teilweise wie im Rausch. Ungeschlagen, aber noch nichts gewonnen. Wir wissen, dass wir euch noch etwas schuldig sind. Auf geht's Dortmund! Auf geht's Dortmund! Auf geht's Dortmund! Wir für euch, ihr für uns, gemeinsam zum Derby-Sieg. Sauber. Also mich hast du schon mal abgeholt. Ich könnte mich direkt umziehen und auf den Platz gehen und kicken. Du hast 6 der letzten 8 Derbys aus verschiedenen Gründen verpasst. Wie sehr juckt's jetzt in den Füßen, das Ding morgen zu wuppen? Schon sehr. Dass ich allerdings 6 von 8 Derbys verpasst habe, das war mir nicht bewusst. Ja, es wird dann mal wieder, glaube ich, Zeit, dass wir vor allem dann in Gelsenkirchen mal wieder gewinnen und ja, für die Fans dann und natürlich für uns auch endlich mal wieder einen Derby-Sieg in Gelsenkirchen einfahren. Ja, du sprichst es an. 3 Jahre kein Derby-Sieg mehr, 5 Jahre nicht mehr auf Schalke gewonnen. Darf ich gar nicht sagen, also bei denen da. Was muss anders werden? Was müsst ihr anders machen, damit es klappt? Ja, zuallererst, glaube ich, tun wir, glaube ich, einfach gut daran, wenn wir natürlich weiter unseren Stiefel einfach runterspielen. Natürlich haben wir Schalke auch analysiert und werden es auch noch weiterhin tun. Ihre Stärken und ihre Schwächen. Natürlich wird auch dieses Derby natürlich von Emotionen, glaube ich, geprägt sein. Da müssen wir natürlich versuchen, glaube ich, die gesunde Mischung einfach zu finden, dass wir natürlich emotionsgeladen reingehen, als auch einfach die Punkte einfach nicht vergessen, die uns in den vergangenen Wochen und Monaten so stark gemacht haben, im Spiel selber einfach auch auf den Platz bringen. Und ich glaube, da ist einfach wichtig, einfach die gesunde Mischung mitzubringen und dann natürlich in gewissen Momenten auch das Glück zu haben, richtig zu stehen oder ja, den richtigen Angriff zu fahren. Und ja, ich denke, es wird eine spannende Partie, weil Schalke sicherlich auch uns analysieren wird. Und ja, ich hoffe, es wird sehr interessant für die Zuschauer und hoffentlich mit einem besseren Ende für uns. Das wird sehr, sehr sicher. Du hast die Emotionen angesprochen. Du bist ein echter Dortmunder Jung. Geboren, aufgewachsen. Wie bist du als Heranwachsender so mit dem Derby? Wie war das für dich? Wie hast du das mitbekommen? Ja, man weiß dann eigentlich, okay, wenn es gegen die Blauen geht, dann gibt halt nur eins und das ist ein Derby-Sieg. Alles andere kommt für die Stadt und für die Zuschauer, für uns als Spieler auch gar nicht in Frage. Aber wir können halt wirklich, natürlich können wir können das Spiel beeinflussen, wir können unser Bestes geben. Manchmal gelingt es halt, manchmal halt nicht. Und wir sind momentan in einer sehr guten Verfassung und ich hoffe, dass wir das morgen dann übertragen können aufs Spielfeld. Deine erste Derby-Erinnerung, was war das? Wo hast du zum ersten Mal so wahrgenommen, oh, da geht's um eine ganze Menge? Kannst du dich daran erinnern? Ich glaube, relativ spät. Also, wann war das? Das war 2002, wo wir Deutscher Meister geworden sind. Wann haben wir da gegen Schalke gespielt? Ja, so genau weiß ich das auch nicht. Aber die Zeit ungefähr, da hast du es zum ersten Mal gemerkt? Die Zeit ungefähr so, okay, da habe ich gemerkt, so, das bedeutet extrem viel für die Stadt, für die Fans und war halt die ganze Woche war extrem viel Alarm. Natürlich stand vieles in der Zeitung auch und ja, das bekommt man natürlich mit und ja. Kommen wir zur kleinen Rubrik Seitenwahl. Du bist Captain, du weißt, wie es geht. Du musst dich hier für eine Seite entscheiden. Ja?
Und es sind ziemlich knifflige Fragen dabei. Ja. Oh. Dann fangen wir erstmal an. Also, erstmal nur so: Derby-Sieg oder verletzungsfrei durch die Saison? Alter Falter. Ja, ja. Du darfst auch gerne begründen, warum, aber du musst dich für eine Seite entscheiden. Ich nehm den Derby-Sieg. Verletzungsfrei nehme ich in Kauf. Also nicht verletzungsfrei, weil ich vielleicht mal zwischendurch mal einen Zwicken im Oberschenkel haben werde und ein Spiel pausieren werde. Und so, der Kapitän dann würde sich opfern für den Derby. Bin ich wieder dabei, ja. Keine schlechte Antwort. So, jetzt haben wir auch eine kleine Grafik, denn die nächste Frage lautet: Lieber Batman oder den Joker? Da haben wir mal den kleinen Paco Alcacer mit reingearbeitet. So. Ja, heute. Boah, das ist schon schwer, ey. Der Ober, das war schon, muss ich sagen, damals war das schon echt geil, was wir da geplant haben. War auf jeden Fall nochmal keinesfalls respektlos gegenüber den Gegner oder sonst irgendwen. Ich glaube, aufgrund der jetzigen Situation würde ich schon Paco nehmen, den Joker. Wahnsinn, weil er momentan, ich glaube, das hat es noch nie, glaube ich, gegeben. Unglaublich. Und, ich hoffe, dass das bis zum Saisonende, weitergeht. Ich hoffe natürlich auch für ihn, dass er natürlich nicht nur von der Bank kommt, sondern auch natürlich in der Startelf steht, weil das natürlich auch sein Ziel ist. Aber er kann doch bestimmt damit leben, wenn er jedes Mal ein Tor schießt, wenn er von der Bank eingewechselt wird. Du warst selber Fußballer. Ja, ne? das stimmt, man will spielen. Du willst halt immer spielen und... Aber das ist ja jetzt schon fast Legende. Ja, natürlich. Also das ist jetzt die Legende. Also brauchen wir gar nicht drüber reden. Also ich glaube, das zu knacken... Wird schwer. Das wird wirklich schwer. Okay, dann ist es halt der Joker. Letzte, die sollte eigentlich ganz leicht sein. Oder vielleicht doch nicht. Mai 2019, ja? Wir gucken mal ein bisschen voraus. Welche 50 Zentimeter willst du lieber am Arm halten? Deine Tochter oder die Meisterschale? Meine Tochter. Selbstverständlich. Ich glaube, da kann keiner da draußen sagen, das war eine blöde Antwort. Ja. Insofern reden wir einfach wieder ein bisschen über das Derby. Ja, gerne. Und da gibt es noch einen, der möchte dir was sagen, den möchte ich noch mal extra motivieren. Wir schauen mal. Hallo Marco, ich bin's, der Nobby. Wie du siehst, bin ich im Krankenhaus. Ich werde jetzt gleich operiert. Ich bekomme ein komplett neues Knie mit Vollnarkose und allem. Und ich hoffe natürlich, dass ich pünktlich zum Derby am Samstag um 15:30 Uhr wieder topfit bin, damit ich, auch wenn es diesmal ein bisschen schwierig ist, am Fernseher euch unterstützen kann. Ich hoffe natürlich dann, dass mein Knie dann auch wieder 100%ig in Ordnung ist. Und wenn es denn so sein sollte und ihr nicht gewinnen würdet oder solltet, dann werde ich dich mit dem vielleicht nicht ganz so gesunden, aber richtig in den Hintern treten. Also macht die Blauen fertig, holt euch das Ding, bleibt weiter da oben dran. Ein ganz, ganz wichtiges Spiel. Und ich bin davon überzeugt, dass du der Mannschaft garantiert schon mitgeteilt hast, wie wichtig das Spiel ist. Drückt mir auch ein bisschen die Daumen. Tschüss, macht's gut, bis dahin, der Nobby. Nobby, wie er leibt und lebt. Ja. Selbst vom Krankenbett, vom OP-Tisch quasi kann er nur ans Derby denken und an seinen Verein. Was willst du ihm mitgeben? Was willst du ihm antworten? Ich würde erstmal antworten, ich hoffe, dass seine OP super verlaufen ist, dass er aufgewacht ist. Und weil ich kenne es auch, man ist echt nach der OP so ein bisschen... Du bist gar nicht richtig angekommen wieder in der Welt. Von daher hoffe ich, dass er bis morgen wieder aufgewacht ist und unser Spiel verfolgen kann. Und, ich kann Ihnen antworten, dass wir alles geben werden in diesem Spiel, wie wir es immer bis jetzt getan haben. Dass wir alles reinsetzen und dass wir mit seiner Kraft und von der Kraft von unseren etlichen Borussen versuchen werden, das Spiel zu gewinnen. Und alles andere wird man dann morgen sehen, denke ich. Da werden ja wieder hoffentlich viele mitfahren. Unter der Woche, ich habe ja meine Ohren überall in der Stadt, wart ihr beim Teamabend, wart Polen. Ganz bewusste Aktion vor so einem wichtigen Spiel nochmal, weil es läuft ja eh gut. Also Mannschaftsabende macht man ja oft, um etwas noch mal neu zu zünden oder so. Aber bei euch läuft es ja eigentlich. War das aufgrund der Situation, aufgrund des besonderen Spiels nochmal ein extra... Auch, obwohl zum Teil es auch geschuldet ist, weil wir halt wirklich kaum Zeit hatten, das einfach zu machen, weil wir hatten bis jetzt nur englische Wochen, dann waren Nationalmannschaft, da waren viele nicht da und wir hatten jetzt endlich mal eine normale Woche, wo wir das mal machen konnten und dann haben wir uns für Bowling entschieden und es war ein sehr schöner Abend, wir haben sehr viel gelacht und ich glaube,
Wir haben ein paar gute Bowler dabei. Ja? Wer hat denn ungeahnte Qualität Ich muss gezeigt? sagen, Marvin Hitz, Marvin der Hitz? war on fire. Der alte Kegelonkel? Der ist angekommen, hat gesagt, ich kann das gar nicht. Und dann hat der 157 einmal rausgehauen. Hat er natürlich gewonnen, muss ich sagen, sehr stark. Ja, war, denke ich, ein gelungener Abend und das wollten wir schon immer mal machen. Aber aufgrund von den terminlichen Zeiten war es relativ schwierig, aber jetzt hat es geklappt. Super. Ich hoffe, es klappt jetzt auch bei mir ganz gut, denn wir machen als nächstes einen kleinen Zweikampf. Ja, gerne. Ja? Und mal gucken, wie das ausgeht. Ja. Wir spielen Dönnickis mit Fritz. Ich glaube, du kennst Ja, es schon. ich kenne es, ja. Dann lass uns starten, Fritz. Lieber Marco, lieber Ovo, ihr habt ja leider nie gemeinsam für den BVB gespielt, aber zweimal gegeneinander. Und zweimal gewann Ovo das Duell. Na klar. Also weiß ich nicht, aber jetzt überlegst du. Wann bist du nach Gladbach gegangen? 2009, 2010? Also ich war auf jeden Fall in Dortmund. Jetzt muss ich überlegen, wir haben ja mit Dortmund gegen Gladbach gespielt. Puh, ich weiß, dass wir ganz blöd einmal 1-1 gespielt haben, aber da warst du noch nicht da. Doch. Da warst du da? Ja, da war ich verletzt. 2008, 2009 war das? Nein, da war ich nicht Ja, da. sag ich doch. Das war das letzte Spiel Das der war Saison. letztes Spiel, ne? Euroleague. Da haben wir die Ja, aber- Euroleague nämlich Ja, vergeigt. verpasst, So, ne? da warst du noch nicht da? Da war ich noch Okay, nicht dann da. zählt das ja schon mal nicht. Da hätte ja auch keiner gewonnen. Er war ja unentschieden. Okay, 3, 2, 1. Oh. Jetzt hat er mich aber gefordert. Fritz, klär uns auf. Ja, lieber Marco, tut mir ja leid, aber in beiden Duellen warst du nicht der Sieger. Das Ding ging jeweils an Ovo aus. Aber auch damals warst du nur mit unfairen Mitteln zu stoppen. Schau mal. Oh Gott, wie du aussahst. Das ist doch kein Foul, hör mal. Das war niemals ein Foul. Mit deinem Kaugummi. Wenn du Mai. gegen so einen Schrank natürlich Ja, gegenläufst, dann natürlich. ist das schwer. Schwer, ja. Einfach schwer. Na egal, machen wir doch weiter. 1-1 unentschieden. Fritz, nächste Frage bitte. Mit Marco Reus haben wir einen echten Dortmunder als Kapitän in unserer Mannschaft. Beim Gegner findet man keinen Spieler, der in der dortigen Stadt geboren ist. Oh. Boah, jetzt muss ich... Jetzt darfst du ansagen. Okay. Da ist ein bisschen Raten dabei. Okay, 3, 2, 1. Oh nein. Jetzt könnte es einen Sieger geben. Zumindest einer geht in Führung. Fritz, klär uns auf. Das ist richtig. Einen waschechten Gelsenkirchener gibt es zurzeit nicht. Das ist richtig schlecht ist von ja dir, Marco. schlecht, Du hast dich mit dem Gegner noch nicht Ja, beschäftigt. das wahrscheinlich, ja. Selbst ich bin da stark in der Analyse. Dankeschön, Fritz. 2:1 für mich. Dritte Frage bitte. 2 Auswärtsspiele stehen in der Liga in diesem Jahr für uns noch an. Und für Marco ist das von besonderer Brisanz. Denn die einzigen Stadien in der Bundesliga, in denen Marco noch nicht getroffen hat, sind tatsächlich die in Gelsenkirchen und in Düsseldorf. Na gut, das ist ja jetzt ein klarer Vorteil. Das ist ja unfair, Fritz. Hör mal. Das ist ja ein klarer. Aber wenn er so. Dann zähle ich mal ganz schnell. 3, 2, 1. Fritz? Klingt komisch, aber in der Tat, in den anderen 16 Bundesliga-Stadien hat unser Marco schon ins Schwarze getroffen. Also, es wird Zeit, dass diese Bilanz verbessert wird. Ja, Fritz, versprochen. So oder so saustark, dass du schon überall getroffen hast. Aber morgen hast du die Chance, machst du Gelsenkirchen, Woche später, glaube ich, ja. in Düsseldorf. Ungefähr, ja. Mach's einfach. Ja, ich werde es versuchen. Dann kriegst du vielleicht nachträglich noch einen Noch einen Punkt Punkt, ja. gut geschrieben. Wir schauen mal auf den Gesamtstand. Nobby und ich führen mit 27, Gäste 23. Ich konnte wieder die Führung ein wenig vergrößern, nachdem ich letztes Mal ja, glaube ich, vergeigt habe. Sieht ganz gut aus. Hauptsache, ihr gewinnt morgen, da brauchst du heute noch keine Punkte holen. Das passt schon alles. Okay. Wir kommen zu unserer Charity-Aktion. Unsere Gäste bringen immer was Schönes mit, was wir dann versteigern. Und Ja. du hast auch was dabei. Ich habe meine getragenen Fußballschuhe dabei. Ja. Und Sehr dazu schön. habe ich noch das Champions steigere League Trikot im Spiel getragen gegen Atletico Madrid zu Hause. Im Heimspiel. Ja, im Heimspiel. Oh, Und ja, da ich gehört habe, es ist für einen guten Zweck, habe ich selbstverständlich. gedacht, ja, besser geht's gar nicht. Du Und darfst es natürlich auch noch mal signieren. natürlich. Dann steigern wir den Wert noch ein bisschen. Moment, die muss man ja heutzutage noch strammer ziehen als damals. Sehr gut.
Also, sehr schönes Ding. Ich glaube, das wird gut ankommen. Ihr könnt wie immer im Shop auf Auktion klicken und dann fleißig mitbieten und euch das Ding hier oder die Sachen ersteigern. Ich glaube, das könnte ein Renner werden. Ich hoffe es. Von dieser Saison, ja, Ich hoffe es. Das läuft. Marco, zum Abschluss der Sendung würde ich dich bitten, einfach mal unseren Fans da draußen zu sagen, warum sie voller Vorfreude morgen in dieses Spiel gehen und warum es gut ausgehen wird für Borussia Dortmund. Ja, liebe Fans, ich hoffe, ihr werdet uns in Gelsenkirchen zahlreich unterstützen. Es ist für uns natürlich auch ein besonderes Spiel, für euch natürlich auch. Wir können euch natürlich wie immer vor jedem Spiel versprechen, dass wir alles versuchen, um dieses Spiel zu gewinnen, dass wir Einsatz zeigen, dass wir uns natürlich auch wehren und dass wir natürlich versuchen, das Spiel zu gewinnen. Und wir hoffen natürlich, mit eurer Unterstützung wird uns dies gelingen. Nur gemeinsam geht's. Marco? Ja. Ich kann da nichts mehr zu sagen. Hast du alles super gemacht. Danke. Vielen lieben Dank, dass du mein Gast warst. Gerne, danke. Ja, und ich glaube, beim nächsten Mal wird Nobby wieder dabei sein, dann mit heilem Knie. Also, das war's von mir, Ovo, und von Marco. Bis dann.